Ja, ich hab ihm Jude auch schon gesagt, dann schieße ich einmal so ein Tor und er muss im gleichen Spiel einfach noch einen draufsetzen. Fand ich nicht sehr kollegial von ihm. Dieser händische Aufstellungsbogen steht symbolisch dafür, dass gestern abseits des Rasens gefühlt mehr Aufregung war als auf dem Spielfeld. Warum? Das erklären wir euch heute in unserem Spieltagsrückblick, in dem ich mich auch noch mit Mats Hummels unterhalten werde. Ja, mit reichlich Verletzungsproblemen auf die Bielefelder Alm gereist, mit 3 Punkten im Gepäck zurück nach Dortmund, aber auch mit zusätzlichen Personalsorgen. Denn Gregor Kobel musste nach seiner waghalsigen Rettungstat in der 18. Minute zur Halbzeit ausgewechselt werden. Warum? Das hat Marco Rose später auf der Pressekonferenz erklärt. Ja, das war so eine Situation, die ich angesprochen habe, wo wir einen einfachen Fehler, glaube ich, machen und Greg dann alles riskieren muss, um zu retten. Und ich glaube, er ist gegen Pfosten geprallt und dadurch hat er einen Schlag am Oberschenkel bekommen und in der Pause hat der Muskel dann zugemacht. Und dementsprechend musste man rausnehmen. Aber ich hoffe, dass es keine Erling-Züge annimmt, die Verletzung. Der Trainer nimmt es mit Humor. Hoffen wir daher, dass es bei Gregor Kobel nichts Schlimmeres ist. Ja, mit Humor mussten wir gestern auch den IT-Ausfall in Bielefeld hinnehmen. Führte dazu, dass es die Aufstellung halt nur händisch gab. Für die Fans war keine EC-Kartenzahlung möglich und für uns kein Netradio. Bedeutet leider auch, dass ihr heute auf die Netradio-Highlights verzichten müsst. Dafür habe ich mich etwas ausführlicher mit Mats Hummels unterhalten. Mats, der Trainer hat bereits im Vorfeld auf die Partie mit Blick auf die Verletzungssorgen zu Protokoll gegeben, man müsse diese Situation annehmen und als Team zusammenrücken. Vor diesem Hintergrund würdest du sagen, dass diese oft zitierte geschlossene Mannschaftsleistung auf den Erfolg gestern wirklich zutrifft? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir eben mit Ausnahme des Ajax-Spiels, das in den letzten Wochen eigentlich immer gezeigt haben, dass wir uns weiterentwickeln, müssen nicht drum reden, dass Ajax natürlich ein großer Rückschritt war oder ein Rückfall, nicht ein Rückschritt. Und dass wir dann aber jetzt die richtige Reaktion gezeigt haben, von Anfang an irgendwie griffig waren. Das Wort gefällt mir doch mittlerweile ganz gut in Bezug auf Defensivverhalten vor allem und Gegenpressing. Und haben da früh eben die Weichen auf sie gestellt. Kleine Phase gehabt in der ersten Halbzeit, die ein bisschen unkonzentriert war, ein bisschen flapsig mit Ball, aber alles in allem eine gute Leistung. Hi Jude. Hey Jude. Alles gut? Alles gut. Alles gut, Alter. Entschuldigung, Altes. Ja. Jude versorgen wir ganz kurz, wir machen trotzdem einfach weiter. Wir müssen natürlich auch über das 2:0 sprechen. Wieder Bielefeld, wieder im Oktober und wieder ein Torjubel, der suggeriert, als wenn es das Normalste der Welt wäre. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so normal war dieses Tor sicherlich nicht. Also erstmal zum Torjubel war das einfach nur, als ich Jule gesehen habe, absichtlich sozusagen so gemacht, weil er sich letztes Jahr ja über meinen Torjubel lustig gemacht hat. Habe ich gedacht, ich schaue ihn einfach wieder so an und kriege ihn vielleicht ein bisschen provoziert. Ja, und das Tor, ich sag's, manchmal muss man einfach schießen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie komplett gezielt habe, sondern ich habe einfach nur geschaut, dass ich den Ball so sauber wie möglich treffe und Richtung Tor bringe. Und dann ist er ganz schön reingeflogen. Nehme ich natürlich gerne. Muss ich nicht drum herum reden. Das war eines der schöneren Tore meiner Karriere. So viele Traumtore, zumindest schöne Tore, erzielt man dann doch nicht als Innenverteidiger. Jetzt ist gestern Erling zum Tor des Monats September gewählt worden. Wen schicken wir denn ins Rennen für den Oktober? Dein Volley oder den Sololauf vom Störenfried hier? Ja, ich habe ihm Jude auch schon gesagt, dann schieße ich einmal so ein Tor und er muss im gleichen Spiel einfach noch einen draufsetzen. Fand ich nicht sehr kollegial von ihm. Also ich muss sagen, ich fand seins fast noch einen Ticken geiler. Deswegen schicken wir Jude ins Rennen. Alles klar. Das merken wir schon bei euch. Dein Treffer bedeutet aber auch die Fortsetzung einer Serie. Jetzt 14. Bundesliga-Saison in Folge, in der du mindestens einmal getroffen hast. Und ich weiß, dass du diese Serie auch ganz gerne pflegst, vor allem wenn man schaut, dass du als Innenverteidiger damit Offensivspieler wie Reus, Müller und Lewandowski weiter hinter dir hältst. Ja, ist tatsächlich irgendwie, also ich gebe tatsächlich nichts auf Rekorde irgendwie, aber den zu haben ist irgendwie ganz schön, vor allem eben, wenn man weiß, dass die anderen irgendwie alle 1 oder 2 Saisons hinterherhängen und ich, solange ich spiele, eben dann auch die Führung beibehalten kann. Natürlich schöne Statistik, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt gelesen, es war erst das 29. Bundesligator.
Das heißt, es waren zu viele Saisons mit nur einem Tor dabei. Da müssen auf jeden Fall irgendwie noch ein paar folgen, weil wenn man immer nur 1 erzielt, das ist zwar ein schöner Rekord, aber auch nicht das, was drin wäre. Hören wir natürlich gerne, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen weiter blicken. Ich nehme das Thema Verletzungen nochmal mit rein. In der aktuellen Situation mit vielen Verletzungssorgen und bei dir, wo du ja auch immer mal leichte Problemchen noch mit dem Knie hast. Wie schwierig ist es da gerade für dich, auf der einen Seite natürlich in dieser Situation der Mannschaft helfen zu wollen, auf der anderen Seite aber auch immer in den eigenen Körper ins Knie reinzuhören, um dann bei der Belastung aktuell auch vielleicht mal zu sagen, ja, bis hierhin und nicht weiter? Es ist eine kleine Gratwanderung, muss ich auch sagen, auch für mich, weil ich natürlich irgendwie für die Mannschaft da sein will, mich in den Dienst der Mannschaft stellen will, auch einfach generell selber spielen will, was mir halt Spaß macht, aber da dann in den Körper reinzuhören und zu schauen, wann es vielleicht keinen Sinn macht, ist jedes Mal eine neue Entscheidung, vor allem weil es eben auch mal, sag ich mal, an einem Freitag richtig gut sein kann und an einem Samstag schlecht oder andersrum. Deswegen muss ich da so ein bisschen, wie soll man sagen, jeden Tag mal schauen, was der Körper mir für Signale gibt und mich natürlich gut um mich kümmern. Also es wird schon so, dass es besser wird mit der Zeit, aber das ist halt eine Sache, die eigentlich nur unter Vollruhe perfekt ausheilen würde. Die kann ich mir so lange nicht geben, will ich mir so lange auch gar nicht geben. Und deswegen finden wir da gerade einen Weg, sprechen viel miteinander, mit den Medizinern, mit der Athletikabteilung, mit dem Trainer natürlich in einem regen Austausch. Und ich würde sagen, bisher bis auf ein Spiel, wo ich mich einmal hätte rausnehmen sollen, habe ich, glaube ich, bisher ganz ordentliche Entscheidungen getroffen. Und das eine Spiel, ich hoffe, da lerne ich dann noch besser draus. Und dann war da noch das Bundesliga-Debüt von Lennart Maloney. Einwechslungen sind ja meist recht simpel. Tafel hoch, ein Spieler geht raus, ein Spieler geht rein. Was aber, wenn der geplante Einwechselspieler gar nicht auf dem einzig verfügbaren Kaderdokument steht? Der Bielefelder Schriftling hatte nach der kompletten Bielefelder Bank einfach keinen Platz mehr für die Herren Papadopoulos und Maloney. Die Folge: aufgeregtes Treiben an der Seitenlinie, und wir versuchen uns jetzt einmal in Aufklärungsarbeit. Matze, kurz vor Schluss, der BVB hat bereits 4-mal gewechselt. Wir sehen am Spielfeldrand aber die Herren Maloney, Papadopoulos und Knauf mit dem Trikot an. Rund um den 4. Offiziellen, wir möchten fast sagen Rudelbildung. Sebastian Kehl war kurz dabei, Marco Rose war dabei und du auch mittendrin. Erklär uns doch mal, was war denn da los? Ja, war kurze Verwirrung. Folgendes, der Lennart Maloney und der Papa standen nicht auf den schriftlichen Spielberichtsbogen vom Schiedsrichter. Und der hat uns dann so ein bisschen verunsichert. Ja, seid ihr euch sicher, ob der wirklich auf dem Spielbericht, auf dem digitalen Spielbericht draufsteht? Und ja, haben wir uns ein bisschen anstecken lassen. Und dann habe ich Kontakt zum Teammanager aufgenommen, Arne Niehaus, der dafür zuständig ist. Der hat dann aber gesagt, nein, der ist sich sicher, der steht drauf. Und demzufolge haben wir dann auch eingewechselt. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es auch richtig war. Ja, Lenny ist damit der 27. Borusse, der in dieser Bundesligaspielzeit für den BVB zum Einsatz kommt. Mehr hat aktuell nur in dieser Spielzeit der VfB Stuttgart eingesetzt. Ja, und gerade im Hintergrund haben wir es doch gehört, Derby-Sieger, Derby-Sieger. Die U19, auch hier glückliche Borussen, gewinnen mit 4:0 das Derby in der U19-Bundesliga. Und ja, zum Abschluss dieser Sendung für euch natürlich noch mal schnell hier die Tore vom Derby-Sieg. Ich darf mich verabschieden hier vom BVB-Trainingsgelände. Macht's gut, schönen Sonntag noch, bleibt gesund. Her BVB. Komm Julian! Komm Julian! Mach ihn!